Pergamon im Jahr 129 nach Christus. Detailgetreu erwacht die antike griechische Stadt zum Leben auf mehr als 3000 Quadratmetern Bildfläche. Geschaffen hat dieses Riesenpanorama der Künstler Yadega Azizi. Das Rundbild hat er 2011 erstmals ausgestellt. Jetzt zeigt er es in einer erweiterten Version im eigens dafür gebauten Panometer am Pergamon-Museum in Berlin. Pergamon kenne ich seit Kindheit an. Und mich hat immer in Pergamon, von der Architekturseite, hat mich immer sehr, sehr fasziniert, die Art, wie dieser Burgberg bebaut war. Das ist also für mich, also ich sage immer, das ist fast moderne Architektur, ja? Also wie man städtebaulich auch diesen Berg, wie man die Situation gefunden hat. Für die Arbeit an dem neuen Panorama ist Yadega Azizi nun schon zum 6. Mal nach Pergamon gereist, dem heutigen Perkama in der Türkei. Dort hat er sich die Umgebung genau angeschaut, um Inspiration für sein Projekt zu finden. Wenn man den Ort selber besucht, dann bekommt man einen einen Eindruck, der sehr persönlich ist. Und dieser persönliche Eindruck ist mit nichts zu überbieten. Ja? Deswegen ist für mich auch immer fast schon stehendes Gesetz, dass wenn ich ein Projekt mache, ich versuche auch an den Ort zu gehen. Während er für das ursprüngliche Panorama noch vor Ort fotografierte, hat er für die Neuauflage mit 40 Komparsen zusätzliche Szenen in Berlin aufgenommen. Neu sind zum Beispiel eine Steinmetzwerkstatt, ein Sklavenmarkt, ein Opferplatz und auch sich selbst hat er im Trubel verewigt. Die Szenen am Anfang, also wenn ich 20 Jahre zurückgehe, waren menschliche Szenen eigentlich für mich so Beiwerk. Ich habe gedacht, naja, dann stelle ich noch ein paar Menschen hin, um mehr eine Größenordnung, Maßstäblichkeit ins Bild zu bringen. Und immer mehr wird das eins meiner wichtigsten Aspekte, weil über die Menschen komme ich ja auch an Menschen heran. Yadega Azizi hat bislang 1 Dutzend Riesenpanoramen geschaffen. Das erste 2003 in Leipzig. Everest zeigt den höchsten Berg der Welt vom Basislager aus. Eines seiner bekanntesten Werke, Die Mauer von 2012. Zu sehen ist das geteilte Berlin in den 1980er Jahren. 2016 widmete er sich dem Reformator Martin Luther. Die Szenen für das Bild fotografierte er in Wittenberg. Das neue Panorama wird von den wichtigsten Werken aus der Antikensammlung des Pergamon-Museums ergänzt und schafft dadurch eine Verbindung antiker mit moderner Kunst. Zu sehen sind zum Beispiel die Prometheus-Gruppe, das Haupt des Herakles sowie Zeus und die Statue Tänzerin aus dem Palast. Die Zusammenarbeit war enger, hätte sie kaum sein können, weil Azizi sich darauf eingelassen hat, eben das archäologische Know-how, das wir eingebracht haben, in das Pergamon-Panorama aufzunehmen. Wir haben gemeinsam den Blickpunkt ausgewählt. Ein Highlight auf dem Rundbild, der berühmte Pergamon-Altar. Wir haben das ja viel mehr verschmolzen als beim ersten Mal. Dinge, die, so wie ich umgehe, sind ja jetzt in die Ausstellung gewandert und Dinge von der Ausstellung sind ins Panorama gewandert. Mit musikalischer Begleitung und einem Lichtspiel, das den Wechsel zwischen Tag und Nacht simuliert, wird das Panorama zu einer wahren Zeitreise in das Pergamon von vor fast 2000 Jahren.